Endlich wieder Kippertreffen in der Kiesgrube Davids in Geilenkirchen. Dutzende historischer Kipper und Baumaschinen waren dazu ins Dreiländereck bei Aachen gekommen, wo sich deren Besitzer nach Herzenslust austoben können. Wahre Prachtexemplare aus Deutschland, den Niederlanden und aus Belgien. Viele sogar auf eigener Achse. Das Schöne an den klassischen Kippern ist, dass sie sich im Alltag noch genauso hart rannehmen lassen wie vor Jahrzehnten, als sie das Werk der Hersteller verließen. Dieses Hobby ist ein Vergnügen für alle, die gerne baggern und buddeln und auch Jahre später noch an ihre beruflichen Anfänge denken. Lange Geschichte, mein Vater hat einen Betrieb gehabt, mein Opa hat schon einen Betrieb gehabt. Die waren damals mit 2 Magiros und 2 Stück 901er Liebherr auf der Autobahnbaustelle München-Garmisch, als die gebaut worden ist. Und als Kind immer dabei gewesen, selber 1976 geboren, im Magiros groß geworden, später MAN und Mercedes. Und jetzt haben wir uns selber den Wunsch von einem Magiros vor 2 Jahren erfüllt. Mit dem sind wir heuer leider nicht hierher gekommen, weil es zu weit ist. Ich möchte es meinem Sohn, dem Kilian, erklären und zeigen, wo ich als Junger drin war und groß geworden bin. So schildern viele Besucher des Treffens ihre Leidenschaft. Jetzt drehen sie ihre Runden in der Kiesgrube und warten darauf, endlich beladen zu werden. Momente, die sie kaum noch abwarten können. Also ich habe normal nie einen hohen Blutdruck, aber das, wenn man sieht, das ist einfach, in Bayern darf man sagen, da läuft dann der Sapper aus dem Mai. Schöner kann man es nicht erklären. Und wenn man das alles sieht, auf die Fahrzeuge habe ich es fahren gelernt und toll. Die Kiesgrube verwandelt sich in einen riesigen Sandkasten für Erwachsene. Radlader, Baumaschinen und Bagger der unterschiedlichsten Baujahre sind im Einsatz. Sie alle schuften und schaufeln. In der Grube haben dann die Fahrer der Lastwagen ihren Spaß daran, den geladenen Sand und Kies an einer anderen Stelle wieder abzukippen. Den ganzen Tag lang. Ein buntes und farbenprächtiges Spektakel vereint Männer, die im Baustellengewerbe groß geworden sind und bis heute die Lust daran nicht verloren haben. Da werden Erinnerungen wach. Ich habe mit meinem Vater angefangen zusammen 1986. Der ist leider jetzt schon verstorben. Da haben wir Autos gefahren. Da war ich als kleiner Junge bin ich da schon mitgefahren. Das kannte man dann. Man kommt in so eine Halle rein, wo die Autos drinstehen. Es riecht einfach danach. Es riecht einfach wie Oldtimer. Es macht einfach Spaß. Man trifft sich mit Gleichgesinnten, die Spaß an diesem Hobby auch haben. Es steckt sehr viel Arbeit drin, natürlich steckt auch viel Geld drin, aber man muss einfach Spaß daran haben. Ist einfach ein Hobby, was einen auch ausfüllt. Die ganze Familie muss eigentlich mitmachen, weil man viel unterwegs ist, weil man viel am Wochenende am Arbeiten auch ist. Aber wenn man dann sieht, wenn dann die Enkelkinder, unser Kleiner ist jetzt 4, wenn der schon so ein altes Auto so weit sieht, den kriegt man davon schon gar nicht mehr weg. Das ist schon die übernächste Generation wächst da schon so weit nach. Natürlich ist auch Szenekenner Helmut Hoffmann nach Geilenkirchen gekommen und lässt seinen liebevoll restaurierten Magirus-Kipper mit Meilermulde beladen. Immer schön brav anstellen, lautet hier die Devise. Die Fahrer von Baggern und Radladern haben alle Hände voll zu tun, um die Menge der klassischen Kipper zu beladen. Kleiner Unterschied zu früher, alle haben Zeit mitgebracht. Als Kind geht man in den Sandkasten, man hat einfach Spaß. Man baut irgendwas, man schmeißt es wieder um. Das macht man hier, man fährt einen Haufen von links nach rechts mit zig Autos. Man wird geladen von den alten Baumaschinen. Es macht einfach Spaß. Da kommt so das Kind, die Manne kommt so weit wieder raus. Man kann hier wirklich einen Sandkasten für große Männer, man spielt hier einfach. Es macht einfach Spaß. Vor allem, wenn man dann noch so ein Traumwetter noch so weit dabei hat, ist eigentlich alles perfekt an diesem Wochenende. Aus den kleinen Jungs sind Männer geworden, die aber ihren Spieltrieb und damit den Spaß an diesem ungewöhnlichen Hobby nicht verloren haben. Fast 100 alte Kipper schuften um die Wette. Stellt sich nur die Frage, wo bleiben da eigentlich die Frauen? Die Frauen sind durchaus vorhanden. Also es gibt viele Frauen, die auch selber fahren, die auch Spaß dran haben. Es sind viele Frauen, die so mitkommen, die vielleicht früher, wenn der Mann auf Tour war, eben halt zu Hause bei den Kindern soweit waren, die aber dann trotzdem gerne mitkommen und sich das, was der Mann sein Lebtag soweit gemacht hat, auch angucken, um mal herauszufinden, warum er eigentlich noch so viel Spaß dabei hat.
Die Sand- und Kiesgrube der Davids ist riesig und hier dann tatsächlich Frauen zu finden, die ebenfalls für die Leidenschaft der Männer brennen, ist gar nicht so einfach. Doch man muss inmitten der rund 100 alten Kipper nur lange genug suchen und stößt dann tatsächlich auf Frauen, die die Begeisterung der Männer auch teilen. Fast immer ist es ein Hobby, das die ganze Familie beschäftigt. Also mein Großuropa, der hat angefangen damit und dann hat mein Opa und jetzt macht mein Papa das auch und ich würde das selber auch gerne weiterführen. Ich finde faszinierend, dass die halt immer noch laufen und so gut laufen und voll der Unterschied zwischen den jetzigen LKWs, was da für Motoren und alles unterschiedlich war. Das finde ich sehr faszinierend. Es hat angefangen, dass mein Mann Spaß daran hatte, aber wenn man so lange zusammen ist, dann macht man es auch irgendwie zusammen. Und es ist ja auch schön. Wenn wir wegfahren und treffen dann zum Beispiel Leute, die wir vielleicht ein Jahr nicht gesehen haben, macht das ja auch Spaß, dass wir abends auch hier zusammensitzen, dass man sich unterhalten kann und das ist schon eine schöne Sache. Ganze Familien sind inzwischen von der Altkipper-Leidenschaft befallen. So auch die Schuhmachers aus Tönisfrost, die fest zur Szene gehören. Auch der Hund darf nicht fehlen. Alles dreht sich um alte LKW. Ich komme aus der LKW-Szene. Zu Hause haben wir eine kleine Tiefbauunternehmung. Und als Kind bin ich in den LKWs immer mitgenommen worden. Und da hat man irgendwie so den Art Virus bekommen. Und dann hat man selber angefangen, sich dafür zu interessieren. Ich habe 79 mit dem Hobby angefangen. Da war das noch ganz in den Anfängen. Da habe ich gemeint, ich bin der einzige Verrückte, der mit alten Dingern rummacht. Und stelle dann auf einmal fest, es gibt doch eine ganze Menge Leute, die das machen. Und die Szene ist ja im Moment sehr groß. Vom Klientel her ist alles dabei. Da sind also Leute bei, die mehrere Angestellte haben, mehrere Kiesgruben betreiben, die also aus der Branche kommen. Es sind Leute bei, die haben Speditionen. Es sind aber auch Leute dabei, die haben sich das eigene Auto vom Munde abgespart, haben eigentlich gar nichts mit der Kiesmaterie zu tun und finden das aber toll, weil es halt Stimmung, ne, bei so einem Kippertreffen. Es ist Bewegung, ist Action. Ne? Und so können es viele schon gar nicht mehr abwarten, bis in diesem Sommer dann das nächste große Kippertreffen startet. Dann in Bisslich am Niederrhein und veranstaltet von den Hoffmanns in Oberhausen. Immer wieder ist es die Kulisse, die begeistert. Einfach wie in der Vergangenheit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade hier an dieser Stelle 68 schon gefahren mit den gleichen Autos, wo wir jetzt gerade hier drin sitzen. Und das macht einfach Spaß. Gut, ich meine, wenn man sowas mal live selber mitmachen kann, hier sind ja viele Leute dabei, die sowas sonst gar nicht solche Möglichkeit haben. Und ich muss dieser Baggerei ja danken, dass ich das hier überhaupt machen darf. Und das schon seit einigen Jahren. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass wir sowas nachstellen können. Und wir versuchen jetzt gerade mal sowas nachzustellen, wie es in der Vergangenheit in den 60er, 70er Jahren war. Kippertreffen sind eine besonders schöne Art, die Vergangenheit zurückzuholen, um zu zeigen, dass alte Technik keineswegs zum alten Eisen gehört. Erst recht nicht, wenn so viele schöne Kipperlegenden an den Start gehen.